Hallo! Heute starte ich mit einer neuen Serie und zwar meine liebsten Hotspots. Das heißt, ich zeige euch oder ich erzähle euch wohl eher von meinen liebsten Cafés, Restaurants oder Bars oder was auch immer in verschiedenen Städten, also Berlin zum Beispiel oder auch Lissabon und je nachdem, wo Disi und ich mal waren und coole Orte gefunden haben, die wir halt mögen oder zu denen wir gerne mal hingehen und was essen, was trinken, was auch immer. Und heute starte ich mit Berlin und zwar mit asiatisch, also was sind meine liebsten asiatischen Restaurants und Cafés und so weiter. Und dann fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Nummer 1 ist Kyo, das ist ein japanischer Grill im Prenzlauer Berg auf der Kastanienallee. Da gibt es so ganz verschiedene Spieße, also Spießvariationen. Das kann man sich dann in Vierer- oder Zweier-Menüs aussuchen und zusammenstellen. Also alles mögliche, verschiedene Fleischsorten, Fisch, Lamm, Rind, Schwein, Hühnchen und Gemüsesachen. Und dann kann man sich echt so das rauspicken, was man mag. Und dazu wird dann Reis serviert und so 3 ganz leckere Soßen. Und diese Spieße sind einfach super lecker. Die sind richtig schön mariniert, lecker gegrillt und schmecken einfach super gut. Und ich empfehle da ein Vierermenü zu nehmen. Am besten, wenn man mit mehreren Leuten da ist, teilt man sich vorher noch eine Vorspeise, am besten Edamamebohnen. Und dann ist man eigentlich insgesamt auch sehr gut gesättigt. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ganz gut. Also ein Menü kostet so um die 7 Euro plus Getränk. Das ist so okay, würde ich sagen. Also man kann in Berlin günstiger essen, aber ich finde, für das, was man kriegt, ist es auf jeden Fall sehr gut. Das Restaurant ist relativ klein und sehr süß. Die Bedienung ist aber immer nett und eigentlich ist es meistens auch gar nicht so voll. Also da kann man eigentlich echt immer ohne Reservierung vorbeischauen und kann ich echt super, super empfehlen. Als Nummer 2 habe ich Shiso in Mitte. Das sind so koreanisch angelehnte Burger. Also es gibt auch ganz klassische Burger wie Hamburger, Cheeseburger. Es gibt aber auch Chili Lemon Burger, Shrimp Burger, so ein Lachsburger, der sehr lecker ist oder einer mit Portobello Mushroom. Aber mein allerliebster Burger dort ist der Bulgogi Burger. Das ist so typisch koreanisch mariniertes Rindfleisch und das schmeckt einfach super gut. Und dazu kann man sich als Beilage entweder Edamamebohnen bestellen oder Süßkartoffeln oder normale Pommes, also Süßkartoffelpommes und normale Pommes. Und ja, dann ein Getränk dazu. Preislich liegen die Burger zwischen 4 und 7 Euro, dann noch dazu die Pommes. Und da gibt man dann meistens eigentlich so um die 10 Euro aus, je nachdem, ob man sich irgendwie eine Beilage teilt oder so. Die Burger sind nicht super groß, aber ich finde, die sind eigentlich, ja, es ist eine gute Größe, dass man halt nicht so übelst krass vollgestopft ist. Und ich finde die Buns auch super lecker und die kommen halt auch so süß in solchen Dampfgarern. Ich finde das insgesamt einfach super schön gemacht und wie gesagt, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ah ja, das Einzige, wo bei Shiso noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf besteht, sind die Soßen. Also es gibt halt Ketchup und Mayo, aber ja, ich würde mir noch irgendwie mehr so Aioli-Mayonnaise oder irgendwas Geileres, Außergewöhnlicheres wünschen. Ja. Als dritten Hotspot hätte ich District Mode, das ist ebenfalls in Mitte und da gibt es so Vietnamese Street Food. Und was mir als allererstes erstmal einfällt oder auffällt bei District Mode, ist die Einrichtung. Die ist halt mega cool, also so richtig schön bunt, auch mit so einem Wagen, so einem Streetfood-Wagen, der da irgendwie in der Ecke aufgebaut ist. So süße bunte Hocker, schöne Pflanzen und einfach so richtig coole Details, auch so Lampen, die aus irgendwie alten Wasserkanistern oder so gemacht wurden. Das ist einfach so allein schon vom Ambiente her super cool. Und was das Essen angeht, kann ich da auf jeden Fall den Burger empfehlen. Der wurde auch irgendwie 3-mal hintereinander bei irgendeiner Veranstaltung zum besten Burger Berlins gekürt. Und das muss ich auch echt irgendwie fast schon unterschreiben, weil der echt geschmacklich so gut ist. Das ist erstens ist das Brötchen kein normales Brötchen, sondern aus diesem Banbao, so vietnamesischen Weizenmehl-Kloß-Teig gemacht. Dazu dann so mariniertes Rindfleisch, so eine Scheibe Mango, Koriander und so 3 verschiedene Soßen. Und das ist einfach so eine geile Geschmacksexplosion, also das ist super lecker. Das Einzige ist, dass der relativ teuer ist und der ist auch ein bisschen klein, also für mich reicht der alleine nicht und dann müsste ich noch eine Beilage dazu bestellen und dann wird man schon ein bisschen mehr Geld los. Aber es ist halt echt mal was Besonderes, finde ich, den findet man so sonst glaube ich nicht. Und ja, der ist echt super lecker. Und was das restliche Menü angeht, würde ich sagen, es ist so authentisches vietnamesisches Essen. Und da kann man zum Beispiel Pho bestellen, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, oder Barbecue am Tisch und so verschiedene Sachen, aber auch so ganz abgefahrene Sachen wie Hähnchenfüße oder ich glaube sogar Raupen stand auch, glaube ich, drauf.
Ja, und leckere Süßspeisen. Und was ich da noch empfehlen kann, ist der vietnamesische Kaffee. Also es ist so schwarzer Kaffee mit Kondensmilch und den dann am besten auf Eis. Und das ist einfach super lecker. Also das ist schon süß durch die Kondensmilch, aber echt so ein leckerer Eiskaffee. Und sonst bin ich ja nicht so der Kaffeemensch. Also den müsst ihr auch unbedingt ausprobieren, gerade im Sommer und so. Aber ich muss anmerken, dass ich schon mal Gerichte hatte, die mir jetzt nicht so geschmeckt haben. Also die waren einfach nicht so mein Fall. Und ich glaube, da sind schon so ein paar Sachen, die einfach nicht jedermanns Geschmack sind. Preislich, wie gesagt, das ist ein bisschen teurer, aber ich finde so, das Ambiente ist irgendwie cool. Also es hat so einen geilen Flair. Als vierten Hotspot hätte ich Angry Chicken, das ist schon so ein alter Favorit von mir. Da gibt es hauptsächlich so Chicken Wings, aber auch andere Sachen wie Bibimbap oder Burger gibt es auch neuerdings und so ein paar andere Sachen. Aber das Hauptding bei Angry Chicken sind die Chicken Wings. Die gibt es nämlich in ganz verschiedenen Varianten, also Panaden und Marinaden. Und ich empfehle das Menü 1 zu nehmen. Das sind dann die 6er Chicken Wings in der Cinnamon Sweet Chili Variante. Das ist auch meine Lieblingssorte, also Zimt, Sweet Chili, also eine mega coole Kombination irgendwie. Und dazu gibt es dann Süßkartoffelfries, das sind so ganz, ganz dünn gehobelte Süßkartoffeln, die dann frittiert sind. Und dazu dann ein Getränk. Da gibt es auch ganz typische koreanische Getränke oder auch Aloe Vera Saft. Und da kann man auch ein bisschen ausrasten. Und da liegt man dann preislich bei 7 €, was ich echt mega gut finde. Einzeln kosten die 6er Chicken Wings so zwischen 4 und 5,50 €, was auch mega gut ist. Und ja, also da ist man dann auch insgesamt voll gut gesättigt und hat halt nicht so viel ausgegeben, hat aber super cool besonderes Essen gehabt. Als fünften Hotspot hätte ich Cat Vuong auf der Kastanienallee im Prenzlauer Berg. Das ist ein veganes Restaurant und das war eine Empfehlung von der lieben Madeleine. Sie ernährt sich nämlich vegan und da sind wir halt mal zusammen essen gewesen und ich fand das Essen echt super lecker und ich als Fleischesser habe halt überhaupt nichts vermisst und ich finde das Essen ist auch super gut, ja, so abgestimmt und abgeschmeckt. Und auch sehr vielfältig von der Auswahl her. Also kann ich echt empfehlen. Und auch die Süßspeisen sind da super lecker und die Getränke, so zum Beispiel hausgemachten Eistee. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Preislich sind die Gerichte etwas höherpreisig, würde ich sagen. Also vor allem für Berliner Verhältnisse. So ab 7 bis über 10 €. Ist aber trotzdem auch voll okay für die Qualität an Essen, die man da bekommt. Und ja, das Ambiente da ist auch schön, vor allem wenn man draußen sitzt. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. So, und dann habe ich noch einen Hotspot vergessen, und zwar das Dudo auf der Torstraße oder neuerdings auch in Charlottenburg. Das, finde ich, ist die erste Anlaufstelle, wenn es um Fisch geht. Man sagt, hier gäbe es das beste Sushi Berlins und auch George Clooney und andere Prominente gehen dort gerne essen. Ich persönlich liebe aber die Fishbowl mit Sashimi-Variationen, Shrimps, dazu gibt es dann Reis, Guacamole und Salat und das ist einfach so lecker. Preislich ist das Dudo etwas teurer, also mit 13 € gehört die Fishbowl schon eher zu der Gönn-dir-Kategorie und sonst kostet ein Gericht um die 10 €. Als letzten Hotspot hätte ich Makoto in Mitte. Da gibt es super leckeres Ramen, also so japanische Nudelsuppe. Und da ist es schön, draußen zu sitzen, ganz gemütlich auf der Straße und das Ambiente ist schön und die Nudelsuppe ist super lecker. Es gibt aber auch andere japanische Gerichte wie Donburi zum Beispiel. Das ist so eine große Reisschale mit Fleisch oder Gemüse oder auch verschiedenste Beilagen. Und da empfehle ich die Lunch-Kombo, das ist dann zwischen 12 und 16 Uhr. Da kriegt man dann eine Nudelsuppe zusammen mit einer Vorspeise wie zum Beispiel Kimchi oder Dumplings für 7,50 €. Das ist preislich mega gut. Bei einzeln kosten die Nudelsuppen zum Beispiel um die 7 € und zur Dinnerzeit, also zwischen 16 und 22 Uhr ungefähr, kosten diese Kombos dann schon 9,50 €. Also als Mittags-Hotspot auf jeden Fall zu empfehlen und super lecker. So, und das waren meine liebsten Food-Hotspots in Berlin in der Kategorie asiatisches Essen. Sagt ihr mir mal, wie ihr die Reihe findet und was ihr eventuell noch so sehen wollt, also sei es jetzt in Berlin oder in anderen Städten. Ich überlege auf jeden Fall noch eins für Lissabon zu machen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!